Das ist ein großer Schwachpunkt heute, auch unter vielen Freikirchen. Heilsame Lehre ist ein großes Problem, also die Mangel daran. Und danach machen wir eine kurze Pause und um 11 Uhr haben wir die eigentliche Gottesdienst mit Sang, Anbetung, Zeugnisse und Predigt bis ungefähr so 20 nach 12. Okay, bitte. Ich freue mich, nochmal hier zu sein. Bruder Danny kommt nicht heute? Doch, er kommt. Ist er hier? Nein. Oh. Ich habe gewünscht, ihn zu sehen. Er kommt nachher. Nachher? Ja. Okay, gut. Nein, das ist nicht so gut. Ich habe heute hier, was ich meine, ein gutes Beispiel im Alten Testament von einem Mann, der häufig gesehen wird heute, ohne Furcht Gottes. Ich möchte erst anfangen mit Psalm 111, Vers 10. Ihr könnt das hier halten in hier Stelle und ich werde hier den Text aus 1. Samuel Kapitel 15. Aber Psalm 111, Vers 10, die Bibel sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das ist eine feine Klugheit. Wer danach tut, des Lob bleibet ewiglich. Dann der nächsten Vers. Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Lust hat zu seinen Geboten. Und da lass uns beten. Vater, wir sind dankbar jetzt heute für den schönen Tag, dass du uns gegeben hast, die Möglichkeit, nochmal dein Wort aufzuschlagen. Und Vater, wir bitten, dass du speist unsere Seelen, speise die Leute. Vater, hilf uns zu verstehen, mein Deutsch. Und Vater, erkläre alles, was hier fraglich ist. Wir werden nicht dafür Lob preisen und danken. In Jesu Namen. Amen. Wie gesagt, es ist ein Mann in der Alten Testament, der ist ein Beispiel, was wir heutzutage sehen. Ein Mann ohne Furcht Gottes. Und das ist hier häufig zu sehen. Und wir werden das betrachten jetzt in 1. Samuel Kapitel 15. Vers 1 bis 3. Samuel aber sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salbte über sein Volk Israel. So höre nun die Stimme der Wort des Herrn, so spricht der Herr Zebaoth. Ich habe bedacht, was Amalek Israel tat und wie er ihm den Weg verlegte, da er aus Ägypten zog. So zeugt nun hin und schlage die Amalekiter und verbanne sie mit allem, das sie haben. Schone seiner nichts, sondern töte beide, Mann und Weib, Kinder und Säuglinge, Ochsen und Schafe, Kamele und Esel. Ja, ich möchte jetzt wieder mal anfangen zu beten. Wenn man hört, wie zornig der Herr sein kann. Und er ist ein zorniger Gott. Und wir müssen merken schon, als Christen, wir brauchen nicht ihn fürchten für unser Heil. Wenn man gerettet ist, der Herr will nicht, das ist eigentlich eine Beleidigung an dem Herrn, wenn wir zweifeln an, was er für uns erlöst hat. Wenn man Heilsunsicherheit hat, hat man hier ein instabiler Glaube an Gott. Und so der Herr möchte nicht, dass wir fürchten, unser Heil zu verlieren. Aber Herrenfurcht ist gefordert von beiden hier, Ungläubige und Gläubige das Gleiche. Wir werden betrachten erstmal Samuel. Samuel wurde vom Herrn zur Zeit, als das Herrn Wort teuer war, mächtig benutzt. Schauen wir jetzt 1. Samuel Kapitel 3. Wir betrachten, ich habe gestern erwähnt, wie seine Mutter ihm den Herrn gegeben hat. Hey, weißt du, was das ist?
wir sollen unsere Kinder den Herrn weihen. Wir sollen wünschen, dass der Herr die nimmt und nutzt. Das ist das Zweck ihres Wesens. Und der Samuel, seine Mutter, hat das so getan, hat sie nicht zu den Männern hier geweiht, sondern zu Gott. Und Samuel, und wir sehen in 1. Samuel Kapitel 3, Vers 3, Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, da die Lade Gottes war, ehe denn die Lampe Gottes verlöscht. So Samuel ist hier im Dienst des Herrn als ein kleines junger Mann. Diente Samuel den Herrn im Tempel, ehe die Lampe Gottes ausgegangen ist. Nun, Gott sprach zu Samuel in 1. Samuel Kapitel 3, Vers 10. Da kam der Herr und trat dahin und rief wie vormals: Samuel, hat der Herr mal dich angesprochen? Hat Gott dich mal, ich weiß, als verlorener Mensch, ich war kein Christ, der Geist Gottes wohnte nicht in mir, trotzdem hat die Stimme Gottes mir angesprochen. Und ich weiß, dass der Herr kann sprechen zu verlorenen Menschen, weil hat mich angesprochen, mehrmals. Und ich weiß, dass ein Mensch kann das widerstehen, die Stimme Gottes. Es ist nicht, dass ein Mensch hier verordnet ist, zu hören Gottes Stimme, wenn zu gehorchen Gottes Stimme, weil es mehrmals gehört und mehrmals war ungehorsam. Und das ist nicht ein gutes Beispiel, aber wir sehen schon in Vers 10, da kam der Herr und trat dahin und rief wie vormals: Samuel, Samuel. Er sprach zu ihm beim Namen. Und Samuel sprach: Rede denn, dein Knecht hört. Samuel wurde hier angewiesen, wie soll reagieren, wenn die Sprache kam nochmal zu ihm. Und hey, weißt du, wir haben Gottes Wort. Gottes Wort ist hier die Stimme Gottes. Und man muss sich einstimmen mit der Stimme Gottes. Und um das zu tun, muss man das richtige Wort haben. Und so, da muss man gewöhnen, die Stimme Gottes zu hören. Wenn ich höre hier Johannes Kapitel 1, Vers 12. Wenn ich höre das, ich kenne meinen Vaters Stimme. Er sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das ist ein machtvolles Wort, das ist eine machtvolle Stimme. Und das ist die Stimme der Menschen hier unterscheiden können. Der Gottes Macht oder Menschenrecht. In Laodicea, wir haben viel Rechte, aber kein Gott. Und in Gott, in dieser Welt, hat viel Macht, aber die Menschen geben ihm kein Recht. Und das ist die Menschen ihm nicht zu geben. Er nimmt sein Recht. Aber Samuel, wir sehen schon, fing an, die Stimme Gottes zu hören in 1. Samuel Kapitel 3, Vers 10, bis 1. Samuel Kapitel 4, Vers 1. Dann fing Samuel an zu predigen, dem ganzen Israel. So, Gott sprach zu Samuel. Weißt du, es ging erst, Gott sprach. Ein Prediger soll merken schon, erst müssen wir Gott zuhören. Ehrliche Prediger stehen auf und predigen, sie haben Gott nicht gehört. Sagen, was Gott nicht gesagt hat. Und das ist nicht, was wir tun sollen. Die Reihenfolge ist, Gott spricht, gibt uns das Wort und wir predigen. Dann predigen wir. Und so ist das hier von Gott. Gott sprach, denn er hat es gepredigt. In Kapitel 4, Vers 1. Now, Samuel war ganz Israel bekannt. In Vers 19 sagt Samuel aber nahm zu und der Herr war mit ihm. Das ist ein wunderschönes Erlebnis, wenn der Herr mit dir ist. Es ist nicht so ein schönes Erlebnis, wenn er nicht mit dir ist. Der eine Prediger hat eins gesagt, ich stand hinter dem Pult. Und ich kann das auch sagen, es ist mehrmals passiert, mehrmals. Der Herr hat mich vertraut. Der Herr hat mich allein stehen lassen. Was das heißt, ist,
Gott war nicht bei. Und man möchte nicht hinter dem Pult stehen ohne Gott. Das ist ein einsames Gefühl. Und man muss merken schon, Samuel fing an zu predigen, als der Herr war mit ihm. Und fiel keines unter allen seinen Worten auf die Erde. Und ganz Israel, von dann an bis gen Beerseba, erkannte, dass Samuel ein treuer Prophet des Herrn war. Und der Herr erschien hinfort zu Silo, denn der Herr war Samuel offenbart worden zu Silo durch das Wort des Herrn. Und Samuel fing an zu predigen dem ganzen Israel. So Samuel fing an zu predigen und weißt, was passiert ist? 1. Samuel Kapitel 7, Vers 2. Na, da gab hier einen Abfall. Der Priester ist hier tot geworden. Ichabod wurde geschrieben hier über den Tempel. Und Gott hier hat Israel ein bisschen verlassen. Aber Israel ist zurückerweckt. In 1. Samuel Kapitel 7, Vers 2 bis 4. Wie gesagt, Gott hat den Mann, der geweiht worden ist vom Herrn, zum Herrn von seiner Mutterleib, hat ihn mächtig benutzt. Und in Kapitel 7, Vers 2, und von dem Tag an, die Lade des Herrn zu Kirjat Jearim blieb, verzog sich die Zeit so lange, bis 20 Jahre wurden, und das ganze Haus Israel weinte vor dem Herrn. Samuel aber sprach zu dem ganzen Haus Israel: So ihr euch mit ganzem Herzen bekehrt zu dem Herrn, so tut von euch die fremden Götter und Astaroth und richtet euer Herz zu dem Herrn und dienet ihm allein. So wird euch erretten aus der Philister Hand. Und weißt du, das war der Predigt von Samuel. Sondert euch ab von den falschen Götzen und gehe zu dem Herrn. Und Vers 4 sagt, da taten die Kinder Israel von sich Baalim und Astaroth und dienten dem Herrn allein. Weißt du, was das ist? Eine Erweckung. Das ist, was gebraucht wird heutzutage, ist eine Erweckung. Das war für einen Mann, der Gottes Stimme hörte und predigte, was Gott ihm gesagt hat zu predigen. Und ganze Israel zugehört. Und es brachte hier Erweckung. Nun, Gott sprach zu Samuel. Samuel fing an zu predigen. Er hat ganz Israel versammelt. Schauen wir jetzt Kapitel 7, Vers 5 und 6. Samuel aber sprach: Versammelt das ganze Haus Israel gen Mispa, dass ich für euch bitte zum Herrn. Und sie kamen zusammen gen Mispa und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten denselben Tag und sprach daselbst: Wir haben dem Herrn gesündigt. Also richtete Samuel die Kinder Israel zu Mispa. So hat die ganze Israel versammelt, betete für sie. Und Vers 11 bis 13, wir sehen, richtete Israel und jagte die Philister weg aus dem Land. Schauen wir jetzt Kapitel 7, Vers 11. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpah und jagten die Philister und schlugen sie bis unter Bethkar. Da nahm Samuel einen Stein und setzte ihn zwischen Mizpah und Zane und hieß ihn Ebenezer. Wir haben ein Lied, das singt hier vom Ebenezer. In Lied Nummer 335. Ich überlege, wie es gesagt wird. Ich habe das nicht geschrieben. Aber bis daher hat der Herr sie geholfen. Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Das heißt Ebenezer. Und da Samuel merkte schon, dass Gott sie geholfen hat. Das hat auch ihr ganze Israels. Die Männer Israels jagten die Philister und schlugen sie bis unter Bethkar. So der Feind ist abgewaschen, abgetrieben und ausgetrieben vom Land. Und es war hier eine große Erlebnis Israels. Aber Israel, in Kapitel 8, Vers 5, verlangte
ein König, wie alle Heiden haben. Vers 5, sagt, sprachen zu ihm, siehe, du bist alt worden. Weißt du, wenn die Männer Gottes alt werden, die Leute werden unruhig. Und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie alle Heiden haben. Das ist ein schlechtes Ergebnis nach einem Mensch, der hier sein ganzes Leben gegeben hat, geweiht zu dem Herrn, brachte hier Erweckung, die jagten die Feinde weg und sie werden hier doch hier einen König haben wie die Heiden. Na, das ist wie hier der Hintergang, Geschichte ein bisschen lass mich überlegen, wie ich was sagen möchte. Hintergrund, danke schön. Ich wartete sehr, ob jemand hört und mir helfen wird. Danke schön für die Hintergrundhilfe. Aber das ist ein kurzer hier Hintergrund von Samuel. Nun schauen wir das Problem mit Saul. 1. Samuel, Kapitel 8, Vers 22. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche ihr Stimme und mache ihnen einen König. Und Samuel sprach zu den Männern Israels, geht hin, ein jeder in seine Stadt. Nun hier ist, wo ich kann unterscheiden, was das Problem ist heutzutage mit etlichen Leuten. Und es ist hier eine Eigenschaft hier Sauls. Und ich glaube, es offenbart Saul und seine hier Vaters Sünde. Und es war ohne Furcht Gottes. Ein Mensch denkt hier, Götzendiener haben hier Götzen. Sie haben hier Bild von Gott oder Bild von irgendwas, das sie anbeten. Aber meisten Leute heutzutage in ihrem Herzen ist ihr Götzen. Sie brauchen kein Bild oder Gleichnis oder irgendwas anderes. Sie haben keine Gedanken an Gott und machen keine Gedanken, bis er gefordert wird. Und so war Saul. 1. Samuel Kapitel 15, Vers 13. Hold it, Moment. Ja, 1. Samuel Kapitel 15, Vers 13. In diesem Text lesen wir, was Saul offenbart. Seine Sünde. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach zu ihm, gesegnet seist du dem Herrn. Ich habe das Herrn Wort erfüllt. Lass ich das nochmal lesen. Gesegnet seist du dem Herrn. Mit Ausrufezeichen. Ich habe das Herrn Wort erfüllt. Das ist Saul, als er begegnet Samuel, nach er hier nicht gefolgt habe, die Gebot Gottes. Na, weißt du, was die Bibel sagt? Menschen ohne Furcht Gottes sind teuflisch. Sind teuflische Menschen. In Römer Kapitel 3, Vers 18, es sagt, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Und dann es gibt die Beschreibung, wie sie sind. Wenn wir betrachten hier Römer Kapitel 3, das ist eine Stelle, wo man nutzt, hier Sünde zu offenbaren in ihrem Herzen. Und es offenbart ihrem Herzen, aber manchmal verleugnen sie, was in ihrem Herzen ist. Aber in Römer Kapitel 3, Vers 18, ich möchte, dass wir Zeit nehmen und gucken das an. Römer Kapitel 3, Vers 18. Es ist keine Furcht vor ihren Augen. Vor wessens Augen? Well, es fängt an mit Vers 13. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Schlund, das ist hier ein Gürtel oder hier Kehle. Und es ist ein offenes Grab, sagt die Bibel. Ein offenes Grab ist hier, wo Leichen stehen. Und Menschen müssen, weißt du, der beste
Beerdigung ich je gewesen bin, war in Ukraine. Es war der beste, es war kein bekehrter Christ, es war ein verlorener Mensch, aber was ich meinte, das beste Bild von sehen, was man ist. Die haben den Mann in den Sarg gelegt, wir alle gingen zum Grabstätte und da haben sie ihn dort, etliche Leute geschrien und gebetet und gejauchzt und gejubelt. Der hat keine Hoffnung. Aber dann, was sie getan haben, als die Menschen da umgekreist waren, sie tun, was ich nie vorher gesehen habe. Sie haben große Nageln. Sie deckten diese Sarg ab und mit den Nageln haben sie hier das zugemacht, vor alle Augen. Und dann haben sie das Grab, das Sarg in den Grab gelegt und fingen an mit Schaufeln, das zu decken. Und weißt du, was die Bibel behauptet? Und was die Bibel uns wissen lässt, beschreibt uns, ihr Schlund ist ein offenes Grab. Wessen Schlund ist ein offenes Grab? Die gar kein Furcht Gottes haben vor ihren Augen. Es ist ein offener Grab. Dann es sagt hier, lass mich sehen, sie nutzen ihre Zungen trüglich. Das heißt, man kann nicht glauben, was sie sagen. Ehrliche Leute lügen, wenn die Wahrheit besser gehen würde. Machen die Wahrheit zur Lüge und spucken Gift aus. Das ist, wie sie ihre Zungen nutzen. Was ist das? Das sind die Leute, die kein Furcht Gottes vor ihren Augen haben. Na, überleg's mal, wenn du was sagst. Dann machen die Wahrheit zur Lüge. Dann Vers 14, sie fluchen. Ich erinnere, das beste Beispiel, das ich habe, da war ein Diakon, mein Pastor hat gearbeitet und da war ein Diakon von einer Gemeinde in der Stadt, wo er arbeitet. Und der Mann hat einen Flugmund, der konnte nur hier fluchen. Und er war Diakon und mein Pastor hat ihm eins gesagt, du bist Diakon einer Gemeinde, wahr? Und er sagte, ja. Und er sagte, weiß dein Pastor, wie du redest? Weil er kam nur Flugwörter aus seinem Mund. Und hey, weißt du was als Christ? Das soll uns nicht hier passieren. Was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und die Bibel behauptet, ein Mensch, der flucht, nee, die Bibel behauptet nicht, es sagt uns, es beschreibt uns, es sagt uns, wessens Mund ist voll Fluchens, ihr Problem ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Na, wenn man überlegt, Furcht Gottes, dann wird man überlegen, was man sagt. Die spucken Gift aus, sie fluchen, sie gehen schnell aus, Blut zu vergießen, in Vers 15. Na, man sieht schon hier Saul, sein Ungehorsam, hat Menschen hier sparen, die Weiber und die beste Kuh und sogar der böse König, das getötet werden soll. Wieso kann ich abschließen, dass Saul kein Furcht Gottes vor Gott hat? Well, wir betrachten seine, weißt du, wie man hier ein Rennpferd hier wählt? Da war hier ein Mann, der war hier bekannt für hier Rennpferde und alles, Rennpferdezüchter. Und er sagte, weißt du, wie man ein gewinnende hier Pferde wählt? Bei seiner Renngeschichte. Sein Track Record. Versteht ihr Track Record? Helft mir aus. Ich möchte sicher, dass alle wach sind hier. Kann jemand mir übersetzen? Track Record. Wie bitte? Die Bilanz. Ja, die Rennbilanz. Aber man lernt von der Hintergrund, ob man hier ein guter Pferd ist oder nicht. Schauen wir jetzt Saul in 1. Samuel, Kapitel 9. 1. Samuel, Kapitel 9. Es war aber ein Mann von Benjamin mit Namen Kis, ein Sohn Abiels, des Sohns Zerors, des Sohns Bekorats,
des Sohns Abias, des Sohns eines Mannes Gemini, ein geweidlicher Mann. Der hatte einen Sohn mit Namen Saul. Der war ein junger, feiner Mann und war kein feiner unter den Kindern Israel, eines Hauptes länger denn alles Volk. Es hat aber Kis, der Vater Sauls, seine Eselinnen verloren. Und er sprach zu seinem Sohn Saul, nimm der Knaben einen mit dir, mache dich auf, geh hin und suche die Eselinnen. Nun, das ist hier, wie man weiß, er war nicht gottesfürchtig. Gott, nutzte der Mann, der hier Erweckung gebracht hat, ganze Israel zu sagen, geht hin, ein Jährlicher in seine Stadt. Und er macht, als ob er nicht gehört habe. Ob er das gehört habe oder nicht, er hätte das hören sollen. Weißt du, was das Problem ist mit meisten Menschen heutzutage? Es ist denen egal, ob Gott eine Stimme hat. Sie brauchen Gottes Stimme nicht, sie brauchen Gottes Stimme. Sie machen ihr Alltag, als ob kein Gott gäbe. Und das Problem mit Saul und fing an mit seinem Vater. Der hat keine Erkenntnis von Gott. Während Israel ein Jährlicher zu seiner Stadt befohlen war, Kis und Saul kümmert sich über seinen Eselinnen. Und weder Vater oder Sohn kannten Samuel, den Prophet und Richter Israels. Na, das ist etwas zu überlegen. Sie waren zu beschäftigt mit ihren Eselinnen. Weißt du, das ist wie die Menschen sind heutzutage, oder? Die beschäftigen sich mit ihrem Alltag, ob Gott Interesse hat oder nicht. Das ist, wo sie sind. In ihrer eigenen Welt. Und so weit sie gehen können, gehen sie so weit. Und obwohl Samuel viel zurück zum Herrn geführt hatte, war Saul und seinen Sohn unbekannt. Schauen wir jetzt Vers 5 und 6, Kapitel 9. Saul sucht auf den Eseln. Da sie aber kamen ins Land zu, sprach Saul zu dem Knaben, der mit ihm war, komm, lass uns wieder heimgehen. Mein Vater möchte von den Eselinnen lassen und für uns sorgen. Er aber sprach, siehe, es ist ein berühmter Mann Gottes in dieser Stadt. Alles, was er sagt, das geschieht. Nun lass uns dahin gehen. Vielleicht sagt er uns unseren Weg, den wir gehen. Saul aber sprach zu seinem Knaben, wenn wir schon hingehen, was bringen wir dem Manne? Denn das Brot ist dahin aus unserem Sack, so haben wir sonst keine Gabe, die wir dem Mann Gottes bringen. Was haben wir? Also Saul weiß nicht, wie er überhaupt hier begegnen kann, ein Mann Gottes. Sauls Knaben wusste von Samuel. Samuel wusste von Saul in 1 Samuel Kapitel 9, Vers 15. Wir lesen schon, dass Samuel hat Erkenntnis von Saul. Der Herr hatte Samuel seinen Ohren offenbart, einen Tag zuvor, ehe denn Saul kam und gesagt, morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden aus dem Lande Benjamin, den sollst du ihm zum Fürsten salben über mein Volk Israel, dass er mein Volk erlöse von der Philister Hand. Denn ich habe mein Volk angesehen und sein Geschrei ist vor mich kommen. So, der Knaben wusste von Samuel, Samuel wusste von Saul. Weißt du, warum sie wussten? Sie haben ein Ohr gehabt zu Gottes Wort. Sie haben ein Ohr gehabt zu Gottes Stimme. Und deswegen haben diese Knabe, er hat bemerkt, Gott tut was in seinem Land. Aber Saul hat keine Ahnung. Saul hat kein Interesse für Gottes Mann, bis er sein Eselinnen verliert. Weißt du, warum er sucht, der Mann Gottes? Weiß jemand, warum er sucht, der Mann Gottes? Er sucht den Mann Gottes, um seine Eselinnen zu finden. Ist das der Grund, dass wir einen Mann Gottes aussuchen sollen? Botschafter an Christi Stadt, wir suchen Gott. Und der Vater vom
Saul und Saul selber hat gar keine Erkenntnis von hier, der Mann Gottes. Und das heißt, wenn du den Mann Gottes nicht erkennst, der Mann Gottes ist nur der Botschafter. Der ist nicht der wichtigste Punkt. Aber wenn du nicht von der Botschafter erkennst, ist es hochwahrscheinlich, dass du erkennst auch nicht von Gott. Weißt du, wie die meisten Menschen heutzutage sind? Sie gehen zur Arbeit, sie kommen nach Hause. Gedanken, ob Gott mit denen ist oder nicht, ist gar kein Gedanke. Weißt du, warum es ist? Wo es ist deutlich und klar zu sehen. Kein Furcht Gottes vor ihren Augen. Saul hat kein Interesse für Gottes Mann, bis er seinen Eselinnen verliert. Er ist nicht auf der Suche nach Gott. Er sucht seine materialische hier Eigentum. Nun, Gott ist heilig. Gott ist heilig und wie wir hier einst erwähnt haben diese Woche, in Jesaja Kapitel 6, Vers 1. Des Jahres, da der König Uzias starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim stunden über ihm. Ein jeder hat 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Land sind seiner Ehre voll. Dass die Überschwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus war voll Rauchs. Hey, weißt du, das ist eine Beschreibung Gott in seinem Tempel. Voll mit seinem Tempel. Und weißt du, was das verursacht? Der Prophet sagt, das sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Na, das ist ein gesunder Furcht. Weißt du, warum es gesund ist? Es treibt Genauigkeit. Weißt du, wenn man, gestern, es tut mir leid, gestern, ich war in Gedanken ein bisschen verwirrt und ich habe etliche Sachen gesagt, ich denke nachher und ich sagte, Mensch, habe ich das gesagt? Oh Mann, ich sagte Lindy, war es schlimm? Und sie sagte, die haben alle verstanden. Ich sagte, nee, ich hoffe, dass sie das nicht verstanden haben. Weil was ich getan habe, soll ein Prediger nie tun. Gestern. Ich sage nicht, was ich getan habe, aber ich überlegte und ich sagte, ich hätte das nicht sagen sollen, ich hätte das nicht tun sollen, nicht so gemacht. Weißt du, was die Bibel sagt? Furcht Gottes, und ich habe den Herrn. Wenn man hier fährt auf diese Straßen, besonderweise wenn es nicht eine Deichstraße ist oder wenn es nicht in hier der Flachland ist, wo wir herkommen. Ich bin gewöhnt, der höchste Berg Frieslands ist hier der Mühlberg. Und wenn du nicht gewohnt bist, hier die Straßen zu fahren, du kommst hier in die Bergen und von hier, wo man aus Herisal hier kommt, dann ist die Straße eng und schmal. Und man guckt nicht rechts, man gar nicht möchte gucken. Weil wenn man guckt, man meistens fährt, wo man guckt. Und ich möchte dort nicht hingehen. Weißt du, was du tun sollst? Du sollst ein Bund mit deinen Augen machen, dass du nicht guckst, rechts oder links, sondern geradeaus auf dem Herrn. Und halte fest an dem. Das ist hier ein gesunder Gottesfurcht. Es treibt uns zu Genauigkeit. Diese Straßen hier auf den Bergen treiben mich zu Genauigkeit. Ich habe nie so vorher geachtet, wie nah ich bin am Rand oder wie nah ich bin. Ich habe genau geachtet. Ich habe aufgepasst und ich ging nicht einen Zentimeter zu nah an dem Rand.
das Kind, das im Schwimmbad hier ertrunken ist, wäre nicht ertrunken, wenn weg von dem Rand gewesen ist. Weißt du, viele Kinder, sie fallen in Schwimmbäder und ertrinken. Wenn sie weg vom Rand wären, das hätte nie passiert. Man braucht eine gesunde Furcht. Die Bibel sagt sogar, es treibt uns zu Genauigkeit mit unserer Rede. Deswegen sagte ich, deswegen nehme ich nicht so viel Predigt auf von mir. Ich bin fehlerhaft, ich bin ein ganz schön rachloser Mensch. Deswegen lässt Diana mir nicht fahren, sie nach hier Nikos in den Berg runter. Weil ich bin normalerweise von Natur rachlos. Aber hier ist, was gesagt wurde. In Jakobus Kapitel 1, Vers 19. Darum, lieber Bruder, ein jeder Mensch sei schnell zu hören. Schnell zu hören. Weißt du, der Herr gab uns 2 Ohren. Und einmal am Mund. Ein Schlund. Weißt du warum? Damit wir 2-mal hören als reden. Und schnell zu sprechen ist ein Zeichen, dass man nicht gottesfürchtig ist. Darum, lieber Bruder, ein jeder Mensch sei schnell zu hören, langsam aber zu reden und langsam zum Zorn. Warum langsam zu Zorn? Denn das Menschenzorn tut nicht, was vor Gott recht ist. In 1. Samuel Kapitel 15, Vers 1 bis 3, wir sehen schon, der Herr hat einen deutlichen Befehl gegeben, weil hat Gedanken gemacht, was Amalek Israel tat und wie ihm den Weg verlegte, da aus Ägypten zog. So zeugt nun hin und schlage die Amalekiter und verbanne sie mit allem, das sie haben. Das ist, was Gott wollte. Hey, wenn Gott das will, warum hat nicht erfüllt? Saul ist nicht gehorsam. Er sagt, dass er gehorsam ist. Aber in Vers 9, wir sehen, Saul und das Volk schonte des Agag, der erstens das geschlachtet werden sollte. Und was gute Schafe und Rinder und gemästet war, und der Lämmer und alles, was Gott gut war, und wollten es nicht verbannen. Was aber schnöde und untüchtig war, das verbannten sie. Da geschah das Herrn Wort zu Samuel und sprach, es reut mich. Weißt du, was er getan hat? Er war ungehorsam. Und Gott reut sich, dass er ihn König gesalbt hat. Nun, ich möchte nicht, dass der Herr reut sich, dass er mich gerettet hat. Ich glaube, was schlimmer ist, ist, dass Gott reut sich, dass er mich zu Prediger gemacht hat. Aber die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, das ist eine feine Klugheit. Wer nach tut, das Lob bleibt ewiglich. Now Saul, er offenbart seine Sünde. In Vers 13. Als er begegnete Samuel, gesegnet seist du dem Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Weißt du, in seinen Gedanken, in seinem gottlosen Zustand, in seiner sorglosen Herzen und furchtlos, er hat doch hier Gottes Befehl gehört. Aber weißt du was? Sein Problem war, er meinte, er konnte besser dienen nach seinen eigenen Vorstellungen außer Gott. Das sind die Menschen heutzutage, die meinen, dass sie können Gott besser dienen, als Gott verlangt. Die Bibel sagt deutlich und klar, Gott ist ein Geist. Nicht Gott ist Geist, sondern er ist ein Geist. Das verengert die Geister. Der ist nicht alle Geister, da gibt es böse Geister. Und wir sollen die prüfen. Aber Gott ist ein Geist und denen, die ihm anbeten, die müssen
ihm anbeten. Das ist ein Befehl. Das ist kein Empfehlung. Das ist keine Empfehlung. Das ist ein Befehl. Wir müssen Gott in der Wahrheit, Gott in der Geist, in der Wahrheit anbeten. Aber Saul meinte, er konnte besser Gott anbeten, als Gott selber wusste. Am Ende Saul möchte vor den Ältesten seines Volks geehrt werden. Und am Ende seines Lebens, er geht nicht mehr zu dem Mann Gottes, er geht zu einer Wahrsagerin. Weißt du warum? Er fürchtet, er ging zu dem Wahrsagerin, er hat Furcht, er hat Angst, aber kein Furcht Gottes. Furcht Gottes sagt Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Lust hat zu seinen Geboten. Und wir müssen aufpassen in unserem Herzen, dass wir genau dem Herrn dienen, nach seinem Befehl. Lass uns schließen ins Gebet. Robert, kannst du uns schließen ins Gebet? Ja. Herr Jesus Christus, danke, dass wir hier Gemeinschaft haben dürfen. Danke, dass wir deinen Namen anrufen dürfen. Dass in deinem Namen, Herr Jesus Christus, Kraft, Freude, ewige Zuversicht und Hoffnung ist. Danke für das gehörte Wort. Ja, Herr Jesus Christus, du kennst einen jeden. Du willst du einen jeden begleiten, auch in seinen Prüfungen. Und auch einen jeden segnen. Gib uns die Kraft, Herr Jesus, dass wir hier zu Ehren leuchten dürfen, dass wir deinen Namen verkündigen dürfen, dass wir dich loben und preisen dürfen. Amen. 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 Soll ich das abmachen? Oder? Ja, gut, nehmen wir mal Pause und so 15 Minuten und danach machen wir weiter. Aber das